Guten Morgen, schon wieder Donnerstag. Jetzt geht's gleich zur Arbeit. Ich habe schon alles, was ich heute brauche, ins Auto geladen, denn heute filmen wir den Rest von dem Video von Mike Siemer BMW. Was machst du denn da? Hallo. Ja, also wie ich im letzten Vlog ja schon gesagt habe, wollen wir zu dem Siemer BMW von Mike noch ein Interview filmen und Rolling Shots. Das machen wir heute. Das Wetter sieht phänomenal aus, wolkenlos und ohne Wind und kalt scheint auch nicht zu sein. Aber jetzt muss ich erstmal die Kleine in den Kindergarten bringen, nochmal arbeiten gehen. Und heute Abend schließen wir das Video ab. Meine neue Website ist übrigens online und dann lassen wir es für die Woche auch gut sein. Obwohl, ich muss am Wochenende auch noch filmen. Bringen wir uns mal in YouTube-Stimmung. So, oh Gott, das war nicht so gut. Kurz nach 16:30 Uhr, 16:36 Uhr. Wird Feierabend gemacht, sitzt hier gerade in einem viel zu warmen Auto, aber wir beschweren uns mal nicht. Endlich ist Frühling da. Zeit für Sommerreifen. Ich fahre jetzt wirklich rüber zu Mike Fritz. Da filmen wir nochmal ein kurzes Interview von ihm. Danach mal ein paar Rolling Shots. Und dann geht's ab. Kann ich endlich mal die ND-Filter auf die GoPro machen. Bis gleich. Fenster auf. ND-Filter auf der Kamera. Es ist Frühling. Übrigens krass, wie viele Abonnenten mir schon wieder dazugekommen sind. Willkommen, vielen Dank. Sie nochmal ordentlich moderieren alles, was? Mal gucken, ob Mike Fritz überhaupt schon da ist. So, Mike ist noch nicht da. Ich werde schon mal die Kamera an den Rollen spannen und ein Day-Filter auf die GoPro machen. Hallo, ich bin Mike, komme aus Stralsund und habe mir letztes Jahr diesen schönen BMW gekauft. So, 19:10 Uhr. Das Video ist im Kasten und jetzt geht's ab nach Hause. Ich weiß nicht, ob das für einen Vlog schon reicht. Aber wie ihr seht, habe ich das NTG 8 doch nicht für fürs Interview genommen.
Ich wusste nicht so recht, wo ich das platzieren soll, damit es nicht im Bild ist. Aber ich habe die Tonaufnahmen vom Auto im Stand damit gemacht. Und jetzt werde ich nach Hause. Ich werde mal gucken, ob das überhaupt für den Vlog reicht. Ich hoffe ja. Und ich hoffe außerdem, dass die Magnethalterung von Wigwheels, die kam ziemlich dicht an den H1 Audiorekorder ran, dass hoffentlich da die Audiodateien jetzt immer noch auf der Speicherkarte vorhanden sind. Boah, ist mein Arm lahm. Tschüss. So, Samstagabend, 21 Uhr. Und ich werde los die Garagenparty filmen, habe den ganzen Tag Kinderzimmer gestrichen und jetzt geht's nochmal kurz los. Wie gesagt, Garagenparty filmen. Ungefähr bis um 12 soll ich da bleiben. Ich hoffe, es wird auch wirklich nicht allzu lange, weil ich morgen zur Autotrend will. Und mit genau dem Setup hier werde ich filmen. Mal gucken, ob ich die GoPro wenigstens an den Körper mache und morgen erzähle ich euch mehr. Da muss ich auch nicht so leise sein. Und jetzt muss ich auch wirklich los. Bin ich auf dem Bild? Weiter geht's. So. 10 nach 12 ist es. Also ich habe pünktlich Feierabend gemacht. Lief alles nach Plan. Coole Aufnahmen gemacht. Aber die Stimme ist weg. Eigentlich kann ich die Moderation jetzt auch sparen. So, ich werde das alles einpacken, ab nach Hause. Akkus brauche ich nicht nachladen, weil ich morgen mit der A7 III unterwegs sein werde und nicht mit der Kamera hier. Und dann gucken wir, was morgen auf der Autotrend geht, beziehungsweise ist das zu Gast bei Freunden? Ich weiß gar nicht. Tschüss, bis morgen. So, pünktlich um 12 kann ich Feiern machen. Die Stimme wird langsam wieder besser. Partys sind nicht so mein Ding. Erst das Kinderzimmer gestrichen, dann bis Mitternacht gefilmt und jetzt morgen geht's denn ab. Morgens um 9 Uhr ungefähr will ich losfahren nach Rostock zur Autotrend. Ja, GoPro habe ich nicht am Körper gehabt, hätte ich wahrscheinlich 100 Datenschutzerklärungen unterschreiben lassen müssen. Mehr will ich jetzt gar nicht hier reden auf offener Straße, denken bestimmt, ich bin besoffen. Bis morgen früh. Tschüss. Ja, Haustürschlüssel im Auto gelassen. Clever. So, 8:30 Uhr auf dem Samstag. Stimme ist wieder da. Ich bin nicht ganz so müde wie gedacht. Und jetzt geht's ab nach Rostock. EasyWig ist dabei, Wohnen M dabei. Gucken, was das heute so wird. Wetter ist gut. Zeitlich liege ich auch gut im Rahmen. Habe ich einen Strafzettel? Nö, alles klar. Bis gleich. So, 9:41 Uhr. Bin jetzt in Rostock bei der Hansa-Messe und tut mir leid, dass ich ein bisschen müde bin, dass ich nicht so vernünftig rede, wie sich das gehört. Moment, ich mach mal YouTube. Ich werde jetzt mal wach werden, gucken, was hier so los ist. Meine Frau schreibt, dass ich gut angekommen bin und ein bisschen Material für euch hier sammeln. Und das Wetter genießen. Vielleicht werde ich sogar ein bisschen braun. Mal gucken, wie ich am Ende des Vlogs aussehe. Bis später.
rede gleich mit euch. So, schade, jetzt geht gerade das Autolimbo los. Jetzt muss ich wirklich zurück nach Straße. Es ist jetzt 14 Uhr. Ist wirklich ein super Event gewesen mal wieder. Oder ist es ja noch? Also ich muss leider los. Ich glaube, ich gehe mal rein. Dann versteht ihr mich, glaube ich, besser. Dann gehe ich mal in das vorgeheizte Auto. So, fühle mich. So, hoffe man sieht mich. Oh, ist das warm hier im Auto. 29 Grad? Na, das glaube ich nicht ganz. Auf jeden Fall bin ich den ganzen Tag in Bilder durch die Gegend gelaufen. Jetzt sage ich es nochmal. Es ist 14 Uhr. Ich muss leider zurück nach Stralsund jetzt. Super Veranstaltung gewesen. Wirklich mega geil. Wäre gerne noch länger geblieben. Hab nicht mal annähernd so viele Autos gefilmt, wie ich wollte. Hab den ganzen Tag ganz gut ohne EasyWig durchgehalten übrigens. War echt cool, mal mit vielen von euch gesprochen zu haben. Ja, ungefähr die Hälfte der Zeit, die ich hier war, habe ich bloß mit irgendwelchen von euch gequatscht. Vielen Dank nochmal an Mike Fritz, dass er mir 10 € leiht, damit ich nochmal zurückkomme durch den Warnow-Tunnel. Vielen Dank. Seid mir nicht böse, falls ich vergesse, dir das wiederzugeben. Ich hoffe, das Video hiervon wird euch gefallen. Ich habe versucht, mit der GoPro unauffällig so ein bisschen nebenbei zu filmen. Und zusammen mit den Rolling Shots vom E23 wird das ein ganz schöner Vlog werden, denke ich mal. Und ich danke euch fürs Reinschauen wieder mal. Bin echt begeistert, wie viele Abonnenten jeden Tag dazukommen. Wirklich hammermäßig. Ja, also ein Haufen neue Videos werden demnächst kommen. E23 von Mike. Autotrend inklusive zu Gast bei Freunden kommt demnächst. Die ganzen Erklärungsvideos, die ich letztes Mal schon angesprochen habe. Zu der Kamera, Ausrüstung und so weiter. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Durch die ganzen Views und Abonnenten. Macht weiter so. Jetzt muss ich langsam mal Fenster hier aufmachen und wirklich zurück nach Stralsund. Ich muss nämlich noch Tonaufnahmen machen. Habe also noch einen kleinen Auftrag, sonst wäre ich gerne noch länger hier geblieben. Das Essen wäre nicht schlecht. Ich habe nur Frühstück gemacht. Tschüss.